Ein schöner Tag im Zoo. Hallo, mein Name ist Lena. Ich bin 20 Jahre alt und ich wohne in Berlin. Heute ist Samstag. Das Wetter ist schön. Die Sonne scheint und es ist warm. Ich bin sehr glücklich. Heute gehe ich in den Zoo. Ich nehme den Bus. Im Bus sehe ich viele Menschen. Ich sehe einen Mann, der eine Zeitung liest. Ich sehe eine Frau, die mit ihrem Hund spazieren geht. Ich höre Musik mit meinen Kopfhörern. Der Bus fährt langsam durch die Stadt. Ich freue mich sehr auf den Besuch im Zoo. Der Bus hält an der Haltestelle. Ich steige aus und gehe zum Eingang des Zoos. Vor mir steht ein großes Tor. Ich kaufe ein Ticket an einem Automaten. Die Eintrittskarte kostet 10 Euro. Ich zahle mit Bargeld. Dann betrete ich den Zoo und beginne meinen Rundgang. Im Zoo ist es bunt und laut. Es gibt viele Tiere und viele Menschen. Ich gehe zuerst zu den Affen. Die Affen sind sehr aktiv. Sie klettern auf Bäumen und schwingen von Ast zu Ast. Einige Affen essen Bananen. Ich lache, weil sie so lustig sind. Es macht Spaß, ihnen zuzusehen. Nach den Affen gehe ich zu den Elefanten. Die Elefanten sind sehr groß und stark. Sie haben lange Rüssel und große Ohren. Ein Elefant spritzt Wasser mit seinem Rüssel. Das Wasser fliegt in die Luft und die Kinder lachen. Ich mache ein Foto von dem Elefanten. Die Elefanten wirken freundlich. Ich gehe weiter und sehe die Giraffen. Die Giraffen haben lange Hälse und essen Blätter von den Bäumen. Eine Giraffe beugt sich, um Blätter zu fressen. Ich bleibe stehen und beobachte sie. Die Giraffen sind sehr ruhig und sanft. Ich fühle mich glücklich, hier zu sein. Plötzlich treffe ich meinen Freund Paul. Paul ist 22 Jahre alt und ein guter Freund von mir. Er hat auch den Zoo besucht. Paul sagt: »Hallo Lena, wie geht es dir?« Ich antworte: »Mir geht es gut. Danke. Und dir?« Paul lächelt und sagt: »Mir geht es auch gut. Lass uns zusammen weitergehen.« Zusammen machen wir unseren Rundgang. Paul und ich gehen zu den Löwen. Die Löwen schlafen im Schatten eines großen Baumes. Ein Löwe brüllt laut. Ich bin ein bisschen erschrocken, aber auch fasziniert. Paul sagt: »Löwen sind stark und mutig.« Ich nicke und schaue weiter zu. Die Löwen liegen ruhig und genießen die Sonne. Weiter geht es zu den Pinguinen. Die Pinguine sind klein, schwarz und weiß. Sie watscheln lustig umher und schwimmen im Wasser. Die Pinguine tauchen und tauchen wieder auf. Viele Kinder klatschen und rufen: »Pinguine, Pinguine!« Ich fühle mich sehr fröhlich, wenn ich sie sehe. Paul und ich haben viel Spaß im Zoo. Wir gehen auch zu anderen Tieren. Wir sehen bunte Vögel, Fische und Reptilien. Ich sehe ein großes Krokodil hinter einem dicken Glas. Ich bleibe in der Nähe von Paul, um sicher zu sein. Wir genießen jeden Moment im Zoo. Nach einer Weile setzen wir uns auf eine Bank, um einen Snack zu essen. Ich esse ein Sandwich und trinke Wasser. Paul hat einen frischen Apfel. Wir reden über die Tiere, die wir gesehen haben. Paul sagt: »Ich mag die Elefanten. Sie sind sehr groß und freundlich.« Ich stimme zu und sage: »Und die Affen sind so lustig.« Wir lachen und fühlen uns gut. Nach dem Snack gehen wir in einen schönen Garten im Zoo. Der Garten ist voller bunter Blumen. Es gibt rote, gelbe und blaue Blumen. Viele Schmetterlinge fliegen umher. Ich mache viele Fotos von den Blumen. Paul sagt: »Die Natur ist sehr schön hier.« Ich antworte: »Ja, es ist ein sehr schöner Tag.« Später besuchen wir den Streichelzoo. Im Streichelzoo gibt es kleine Tiere, die man anfassen darf. Ich streichle ein weiches Kaninchen. Das Kaninchen ist grau und sehr flauschig. Paul füttert die Ziegen mit frischem Gras. Die Ziegen lecken unsere Hände. Es ist ein lustiger und netter Ort. Nach dem Streichelzoo gehen wir in ein kleines Café im Zoo. Wir kaufen Eis und Getränke. Ich habe Schokoladeneis und trinke einen kalten Saft. Paul hat Vanilleeis und trinkt Wasser. Wir sitzen draußen und essen unser Eis. Die Sonne scheint und es ist warm.
Wir unterhalten uns über den schönen Tag. Nach dem Kaffee gehen wir zurück zum Eingang des Zoos. Dort kaufen wir noch ein kleines Souvenir. Ich kaufe einen Schlüsselanhänger mit einem Tiermotiv. Paul kauft einen Magnet mit einem Bild von einem Elefanten. Wir lachen und reden über alle Tiere, die wir gesehen haben. Wir sind beide sehr glücklich. Bevor ich den Zoo verlasse, gehe ich noch einmal durch die schönen Wege. Ich sehe noch einmal die bunten Blumen und höre das fröhliche Lachen der Kinder. Ich fühle mich dankbar für diesen schönen Tag. Ich habe viele neue Wörter gelernt und viele Tiere gesehen. Es ist ein Tag, den ich nicht vergessen werde. Im Bus auf dem Heimweg sitze ich und denke an den Tag im Zoo. Ich sehe die Bilder in meinem Kopf. Die Affen, die Elefanten, die Giraffen und die Löwen. Ich höre das Lachen der Kinder und das Brüllen des Löwen. Ich bin müde, aber mein Herz ist voller Freude. Ich freue mich, wenn ich an diesen Tag denke. Zu Hause angekommen, zeige ich meiner Familie die Fotos, die ich gemacht habe. Meine Mutter fragt: Wie war dein Tag, Lena? Ich antworte: Mein Tag war toll. Ich habe viele Tiere gesehen und viel Spaß gehabt. Mein Vater lächelt und sagt: Das ist schön. Wir freuen uns, dass du glücklich bist. Meine Geschwister sehen die Bilder und sagen, dass sie auch in den Zoo gehen wollen. Am Abend esse ich ein leichtes Abendessen. Ich esse Brot mit Käse und trinke einen warmen Tee. Nach dem Essen setze ich mich an meinen Schreibtisch und schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe über den schönen Tag im Zoo, über die Tiere und über meine Freunde. Ich schreibe: Heute war ein wunderbarer Tag. Ich liebe den Zoo. Es macht mich glücklich, daran zu denken. Jetzt ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Ich putze meine Zähne und ziehe meinen Schlafanzug an. Ich denke an den Tag und an die schönen Tiere. Ich bin dankbar für diesen schönen Tag. Ich schließe meine Augen und träume von den Tieren im Zoo. Ich freue mich auf morgen und vielleicht einen neuen Besuch im Zoo. Gute Nacht. Dieser Tag im Zoo hat mir gezeigt, wie schön die Natur und die Tiere sind. Jeder Moment war ein Geschenk. Ich habe gelernt, dass Tiere wichtig sind und dass wir sie schützen müssen. Ich möchte in Zukunft mehr über Tiere lernen und mehr Zoos besuchen. Vielleicht werde ich einmal Tierpflegerin, um den Tieren zu helfen. Dieser Gedanke macht mich sehr glücklich. Am nächsten Morgen wache ich auf und denke an den gestrigen Tag. Ich frühstücke ein einfaches Frühstück mit Brot, Butter und Marmelade. Ich trinke einen Kaffee und lese die Zeitung. Ich erinnere mich an die Bilder und die Geräusche im Zoo. Es fühlt sich an wie ein schöner Traum, der wahr geworden ist. Ich bin bereit für einen neuen Tag. Ich gehe spazieren und treffe viele Menschen auf meinem Weg. Einige Leute sprechen mit mir und fragen: Wie war dein Wochenende? Ich antworte: Es war sehr schön. Ich war im Zoo und habe viele Tiere gesehen. Die Leute lächeln und sagen, dass sie auch den Zoo mögen. Es ist schön, über positive Erlebnisse zu sprechen. Am Ende des Tages fühle ich mich zufrieden und glücklich. Der Besuch im Zoo war ein Abenteuer, das ich nicht missen möchte. Ich habe viel gelernt und viele neue Wörter im Deutschen geübt. Dieser Tag hilft mir, die Sprache besser zu verstehen und zu sprechen. Ich freue mich auf weitere Abenteuer und neue Erfahrungen. Ein schöner Tag am See. Hallo, mein Name ist Mia. Ich bin 18 Jahre alt und ich wohne in Hamburg. Heute ist Samstag und ich bin sehr glücklich. Ich möchte einen Tag am See verbringen. Ich liebe die Natur und das Wasser. Morgens wache ich früh auf. Die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Ich frühstücke Brot mit Käse und trinke einen Kaffee. Danach ziehe ich meine bequemen Schuhe an und packe meine Tasche. In meiner Tasche sind Wasser, Brot, Obst und ein Buch. Ich rufe meinen Freund Lukas an. Lukas ist 19 Jahre alt und er wohnt auch in Hamburg. Ich sage: Hallo Lukas, hast du Zeit heute? Lukas antwortet: Ja, Mia, ich habe Zeit. Ich komme mit dir zum See. Ich freue mich sehr.
Lukas fährt mit dem Fahrrad. Ich fahre auch mit meinem Fahrrad. Wir fahren zusammen durch einen schönen Park. Der Weg ist ruhig und grün. Wir sprechen über die Schule, über unsere Hobbys und über unsere Freunde. Nach einer halben Stunde kommen wir am See an. Der See ist groß und blau. Viele Menschen sind dort. Es gibt Familien, Paare und Freunde, die spazieren gehen. Die Bäume am See sind grün und hoch. Es riecht nach frischer Luft und Wasser. Lukas und ich suchen einen schönen Platz am See. Wir finden eine große Wiese unter einem alten großen Baum. Dort ist es schattig und kühl. Wir breiten eine Decke auf der Wiese aus. Ich setze mich und schaue auf das ruhige Wasser. Ich mache ein Foto von der schönen Landschaft. Nachdem wir unsere Decke ausgebreitet haben, öffnen wir unsere Tasche. Wir haben viele leckere Sachen dabei. Ich zeige Lukas mein frisches Obst und mein Brot. Lukas hat ein Stück Käse, Salat und ein paar Brötchen. Gemeinsam bereiten wir ein kleines Picknick vor. Es riecht gut und sieht sehr lecker aus. Nach dem Essen gehen wir am Seeufer spazieren. Das Wasser ist ruhig und klar. Einige Menschen schwimmen im See, andere gehen einfach am Ufer entlang. Ich sehe Kinder, die mit kleinen Booten spielen. Ich freue mich, dass das Wetter so schön ist. Wir setzen uns auf unsere Decke und lesen ein wenig. Ich lese ein einfaches Buch in deutscher Sprache, während Lukas in einer Zeitschrift liest. Die Ruhe am See macht uns sehr glücklich. Wir hören das Zwitschern der Vögel und das leise Rauschen des Wassers. Nach einer Weile beschließen wir, ins Wasser zu gehen. Ich ziehe mein Badezeug an und Lukas zieht seine Badehose an. Langsam laufen wir zum Ufer. Das Wasser ist frisch und angenehm. Ich tauche unter und schwimme ein paar Runden. Es fühlt sich gut an, im Wasser zu sein. Im Wasser fühle ich mich frei. Lukas schwimmt neben mir und wir haben viel Spaß. Wir machen ein kleines Rennen. Ich schwimme ein bisschen langsamer, aber ich lache und genieße den Moment. Nach dem Schwimmen fühlen wir uns erfrischt und glücklich. Nach dem Schwimmen trocknen wir uns mit unseren Handtüchern ab und kehren zu unserer Decke zurück. Die Sonne scheint immer noch warm und wir essen noch ein bisschen Obst. Ich esse einen knackigen Apfel und Lukas isst eine süße Banane. Wir reden über das schöne Wetter und unsere Pläne. Während wir sitzen, sagt Lukas: Mia, dieser Tag ist so schön. Ich liebe die Natur und das Wasser. Ich antworte: Ja, Lukas, ich fühle mich hier sehr wohl. Die frische Luft und die Ruhe machen mich glücklich. Wir lächeln und genießen den Moment. Nach dem Mittagessen machen wir einen kleinen Spaziergang im nahegelegenen Wald. Der Wald ist grün und ruhig. Wir sehen viele bunte Blumen und kleine Sträucher. Die Vögel singen in den Bäumen und es riecht nach feuchter Erde und Blättern. Ich sammle ein paar bunte Blätter als Erinnerung. Auf unserem Spaziergang treffen wir einen netten alten Mann. Er heißt Herr Müller. Herr Müller sitzt auf einer Bank und füttert die Vögel. Er sagt: Guten Tag, junge Leute. Wie schön, dass Sie den See und den Wald besuchen. Wir antworten: Guten Tag, Herr Müller. Ja, der Tag ist sehr schön. Er erzählt uns von der Geschichte des Sees und des Waldes. Ich höre aufmerksam zu. Herr Müller erklärt, dass der See vor vielen Jahren von den Menschen entdeckt wurde. Er erzählt, wie die Natur hier immer geschützt wurde. Lukas fragt: Warum ist der See so ruhig? Herr Müller lächelt und sagt: Die Bäume und der Wind beruhigen das Wasser. Wir bedanken uns bei Herrn Müller für seine schönen Geschichten und gehen weiter. Nach dem Spaziergang kehren wir zu unserer Decke zurück. Wir legen uns auf die Decke und schauen in den blauen Himmel. Langsam ziehen weiße Wolken vorbei. Ich sehe eine große Wolke, die wie ein Tier aussieht, und Lukas zeigt darauf. Wir lachen und genießen die friedliche Atmosphäre. Die Zeit vergeht schnell. Bald wird es Nachmittag und die Sonne beginnt, sich dem Horizont zu nähern. Der Himmel wird orange und rosa. Wir stehen auf und packen unsere Sachen zusammen. Ich mache noch ein paar Fotos, damit ich mich immer an diesen Tag erinnern kann. Bevor wir gehen,
Setzen wir uns noch einmal an das Ufer des Sees. Wir schauen auf das ruhige Wasser und genießen den wunderschönen Sonnenuntergang. Die Sonne sinkt langsam und der Himmel leuchtet in warmen Farben. Es ist ein friedlicher und schöner Moment. Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu fahren. Lukas und ich steigen wieder auf unsere Fahrräder. Wir fahren den gleichen Weg zurück durch den Park und den Wald. Auf dem Weg reden wir über unseren schönen Tag. Wir sprechen über das Schwimmen, das Picknick und den Spaziergang im Wald. Auf dem Heimweg sehen wir noch viele interessante Dinge. Ein Hund läuft fröhlich neben seinem Besitzer. Eine Katze liegt faul auf einem Zaun und schläft. Wir hören das Zwitschern der Vögel und die frische Abendluft macht uns glücklich. Ich fühle mich sehr dankbar für diesen wunderbaren Tag. Zu Hause angekommen, sage ich zu Lukas: Danke, dass du mit mir gekommen bist. Ich hatte einen wunderschönen Tag am See. Lukas lächelt und sagt: Danke auch mir. Es war ein toller Tag. Ich freue mich schon auf unser nächstes Abenteuer. Wir verabschieden uns herzlich. Zu Hause setze ich mich an meinen Schreibtisch und öffne mein Tagebuch. Ich schreibe: Heute war ein schöner Tag. Ich bin mit meinem Freund Lukas zum See gefahren. Wir haben ein Picknick gemacht, im Wasser geschwommen und einen Spaziergang im Wald gemacht. Ich habe viele schöne Momente erlebt und bin sehr glücklich. Beim Schreiben erinnere ich mich an jedes Detail des Tages. Am Abend esse ich ein leichtes Abendessen und schaue ein bisschen fern. Ich denke an den Tag am See und an das glitzernde Wasser. Die Natur hat mir viel Freude gegeben und die Zeit mit Lukas war sehr schön. Ich schließe meine Augen und freue mich auf den nächsten Tag. Gute Nacht! Ein Tag im Freizeitpark. Hallo, ich heiße Julia. Ich bin 19 Jahre alt und wohne in Köln. Heute ist Samstag, ein sonniger Tag, und ich bin sehr aufgeregt. Ich gehe in den Freizeitpark, weil ich Abenteuer und Spaß liebe. Am Morgen wache ich früh auf. Die Sonne scheint und ich höre die Vögel singen. Ich frühstücke Müsli mit Milch und esse ein Stück Brot. Danach ziehe ich bequeme Kleidung an, denn ich werde heute den ganzen Tag unterwegs sein. Ich rufe meinen Freund Thomas an. Thomas ist 20 Jahre alt und mag den Freizeitpark auch sehr. Ich sage: Hallo Thomas, möchtest du heute mit mir in den Freizeitpark gehen? Thomas antwortet: Ja, ich komme mit. Ich freue mich schon sehr auf den Tag. Um 10 Uhr treffe ich Thomas vor meinem Haus. Er hat ein Fahrrad und ich fahre ebenfalls mit meinem Fahrrad. Wir fahren zusammen durch die Stadt. Auf dem Weg sprechen wir über unsere Pläne und den schönen Tag, den wir vor uns haben. Nach etwa 20 Minuten kommen wir am Eingang des Freizeitparks an. Vor uns steht ein großes, buntes Tor. Viele Menschen sind hier und alle haben ein Lächeln im Gesicht. Wir kaufen unsere Eintrittskarten. Eine Eintrittskarte kostet 20 €. Wir zahlen bar und zeigen unser Lächeln. Jetzt betreten wir den Freizeitpark. Es gibt viele Attraktionen und Fahrgeschäfte. Zuerst gehen wir zu einer großen Achterbahn. Ich habe ein bisschen Angst, aber Thomas sagt: Keine Sorge, es macht viel Spaß. Die Achterbahn fährt sehr schnell. Ich sitze in einem Wagen und halte mich gut fest. Die Fahrt ist aufregend und ein wenig beängstigend. Ich schreie: Hui! Und lache laut. Thomas sitzt neben mir und ruft: Das ist toll! Wir genießen die rasante Fahrt. Nach der Achterbahn gehen wir zu einem Karussell. Das Karussell hat viele bunte Pferde, die sich langsam drehen. Ich wähle ein weißes Pferd und steige ein. Während sich das Karussell dreht, fühle ich mich glücklich und ein bisschen wie ein Kind. Thomas wählt ein braunes Pferd und wir lachen zusammen. Dann entdecken wir ein großes Riesenrad. Das Riesenrad ist sehr hoch und ich freue mich auf den schönen Ausblick. Zusammen steigen wir in eine Kabine. Langsam fährt das Riesenrad nach oben und ich sehe die ganze Stadt von oben. Es ist ein ruhiger und schöner Moment. Oben im Riesenrad ist es still. Ich sehe viele Gebäude, Straßen und Menschen.
Thomas zeigt auf einen kleinen Park und sagt: »Schau, da ist ein schöner Garten.« Wir lächeln und genießen diesen friedlichen Ausblick. Der Moment bleibt in unserem Gedächtnis. Nach der Fahrt habe ich Hunger. Wir gehen zu einem kleinen Imbissstand. Dort gibt es Pommes, Hotdogs und verschiedene Getränke. Ich kaufe einen Hotdog und ein kaltes Getränk. Thomas entscheidet sich für Pommes und eine Cola. Wir setzen uns auf eine Bank und essen zusammen. Während wir essen, unterhalten wir uns über den Tag. Thomas sagt: »Der Freizeitpark ist wirklich toll. Ich liebe die Achterbahn und das Riesenrad.« Ich antworte: »Ja, es ist ein schöner Tag. Das Essen schmeckt auch sehr gut.« Wir lachen und fühlen uns richtig wohl. Nach dem Snack besuchen wir einen Spielbereich. Dort gibt es viele Spiele, wie Dosenwerfen und Schießbuden. Ich spiele Dosenwerfen. Ich werfe einen Ball und treffe die Dosen. Thomas spielt an einer Schießbude mit Wasserpistolen. Wir haben viel Spaß und alle lachen. Wir gewinnen kleine Preise. Ich bekomme einen kleinen Plüschbären und Thomas gewinnt einen bunten Ball. Wir zeigen unsere Preise und sind stolz auf uns. Es ist ein schöner Moment, weil wir zusammenspielen und lachen. Weiter geht es zu einer ganz besonderen Attraktion: der Wasserrutsche. Es ist warm und das Wasser fühlt sich kühl an. Ich ziehe mein T-Shirt aus und ziehe meinen Badeanzug an. Thomas zieht ebenfalls seinen Badeanzug an. Gemeinsam laufen wir zum Eingang der Wasserrutsche. Die Wasserrutsche ist lang und rutschig. Ich steige in den Wagen, rutsche hinunter und lache laut. Das Wasser spritzt überall. Thomas rutscht neben mir und wir haben riesigen Spaß. Am Ende der Rutsche kommen wir nass, aber glücklich und erfrischt heraus. Nach der Wasserrutsche machen wir eine kleine Pause. Wir setzen uns in einen schattigen Bereich und trinken Wasser. Die Sonne scheint warm und der Tag ist perfekt. Ich denke, heute ist ein traumhafter Tag im Freizeitpark. Thomas nickt und sagt: Ich liebe diesen Ort. Nach der Pause besuchen wir einen kleinen Laden im Park. Dort kaufen wir ein Souvenir, damit wir uns immer an diesen Tag erinnern. Ich kaufe einen Schlüsselanhänger mit einem Bild vom Freizeitpark. Thomas kauft ein T-Shirt mit dem Namen des Parks. Wir freuen uns sehr über unsere neuen Erinnerungsstücke. Später gehen wir zu einem kleinen See im Park. Am See fahren einige Leute mit Booten. Ich sehe ein rotes Boot, das langsam über das Wasser gleitet. Thomas und ich setzen uns auf eine Bank am Ufer und schauen auf das ruhige blaue Wasser. Es ist ein entspannter Moment. Während wir am See sitzen, hören wir die Vögel singen. Ein leichter Wind weht und ich mache einige Fotos mit meinem Handy. Thomas sagt: Diese Bilder werden mich immer an diesen schönen Tag erinnern. Wir unterhalten uns und genießen die friedliche Atmosphäre am See. Am Nachmittag fahren wir noch eine letzte Attraktion. Es gibt eine kleine Achterbahn, die für Kinder gemacht ist, aber auch uns Spaß macht. Obwohl sie klein ist, fühlen wir uns wieder wie Kinder. Wir steigen in den Wagen und fahren ein letztes Mal. Wir lachen, schreien und genießen jede Sekunde. Der Tag im Freizeitpark neigt sich dem Ende zu. Die Sonne beginnt langsam zu sinken und der Himmel wird orange und rot. Wir gehen noch einmal durch den Park und schauen uns alles an. Ich sehe viele Menschen, die den Tag mit Freude ausklingen lassen und fühle mich sehr glücklich. Schließlich verlassen wir den Freizeitpark. Wir fahren mit unseren Fahrrädern zurück nach Hause. Auf dem Weg reden wir über all die schönen Erlebnisse des Tages. Thomas sagt: Ich hatte heute so viel Spaß. Ich antworte: Ja, es war ein toller Tag, voller Abenteuer und schöner Erinnerungen. Zu Hause angekommen, bin ich müde, aber sehr zufrieden. Ich ziehe meine nassen Kleider aus und nehme eine erfrischende Dusche. Danach setze ich mich an meinen Schreibtisch und sehe mir die Fotos an, die ich heute gemacht habe. Ich erinnere mich an jede Fahrt, jedes Lachen und jeden besonderen Moment. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe: Heute war ein wundervoller Tag im Freizeitpark.
Ich habe viele Fahrten gemacht, leckeres Essen gegessen und tolle Spiele gespielt. Ich habe ein Souvenir gekauft und viele schöne Erinnerungen gesammelt. Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch. Diese Worte machen mich glücklich und stolz. Meine Eltern fragen mich, wie mein Tag war. Ich sage, mein Tag war sehr schön. Ich hatte viel Spaß im Freizeitpark mit Thomas. Ich habe viele neue Erlebnisse gehabt und viel gelacht. Meine Eltern lächeln und freuen sich, dass ich so glücklich bin. Jetzt ist es Abend und ich liege in meinem Bett. Ich denke an den ganzen Tag zurück, an die Achterbahn, das Riesenrad, das Eis, die Spiele und an die Wasserrutsche. Ich fühle mich dankbar für diesen wunderschönen Tag und die tollen Momente, die ich erlebt habe. Bevor ich einschlafe, lese ich noch einmal mein Tagebuch. Ich denke, heute war ein perfekter Tag im Freizeitpark. Ich habe Spaß gehabt, Abenteuer erlebt und schöne Erinnerungen gesammelt. Dann schließe ich meine Augen und sage leise: Gute Nacht, lieber Julia. Gute Nacht, lieber Thomas. Bis bald und auf Wiedersehen. Ich freue mich darauf, morgen von diesem tollen Tag zu träumen und vielleicht bald wieder in den Freizeitpark zu gehen.